Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute sprechen wir mal ein bisschen über die Präsidentschaftswahlen, die in Polen stattfanden, denn ich war, muss ich zugeben, wirklich sehr aktiv, was dieses ganze Thema angeht. Also jetzt nicht selber aktiv, dass ich hier irgendwie politisch aktiv war, aber ich habe mir sehr viele Berichte zu dem ganzen Thema angeschaut und ich wollte hier einfach mal meine Erfahrung dazu hier teilen, denn ich war hier auch auf politischen Veranstaltungen. Ich habe mir wirklich, muss ich zugeben, einige Stunden an Videomaterial angeschaut, das heißt Interviews mit den Kandidaten, und auch so habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema hier befasst. Ich werde jetzt hier auch nicht auf alle Kandidaten eingehen oder so. Ich denke, das macht wenig Sinn, denn die meisten, zumindest die meisten deutschen Zuschauer, haben ja auch wenig Ahnung, wenn es jetzt hier um die speziellen Kandidaten geht. Und ich will euch jetzt auch nicht damit langweilen und hier irgendwie stundenlang erzählen, wer welcher Kandidat für welche Partei ist oder was weiß ich nicht was. Ich denke, das wird auch nicht so ganz wichtig sein. Aber ich möchte ja auch nur mal so ganz kurz erklären, was hier so die Funktion des Präsidenten ist und wie das hier so alles funktioniert. Denn da gibt es auch schon große Unterschiede zu dem, wie es in Deutschland funktioniert oder gemacht wird. Also man muss sagen, hier in Polen wird ja der Präsident vom Volk gewählt. In Deutschland ist das ja anders. Da macht es ja die Bundesversammlung. Also das sind im Prinzip ein Haufen andere Politiker und Regierende, die den Präsidenten wählen. In Polen der Präsident, der hat, oder ich sag mal so, die größte Macht des Präsidenten hier in Polen ist, dass er ein Veto auf Gesetzesänderungen einlegen kann. Das ist auch, ich will jetzt nicht sagen, die einzige Funktion oder Macht, die er hat, aber das ist schon so die Größe. Das heißt, ihr könnt euch das mal so bildlich vielleicht so vorstellen. Da wird im Sejm ein tolles Gesetz entworfen. Also Sejm ist sowas wie der Bundestag in Deutschland, so ungefähr. Die legen das dem Präsidenten vor und der Präsident schaut und sagt, nee, gefällt mir nicht. So jetzt mal so ganz, ganz grob. Ne? Und er unterschreibt das nicht und dann wird das Gesetz auch nicht durchgebracht. Das heißt, da müssten die eine Änderung vielleicht an dem Gesetz machen oder vielleicht sagt doch der Präsident, ich werde das überhaupt nicht unterschreiben, das gefällt mir gar nicht. Und das ist hier so ein bisschen so die Funktion des Präsidenten. Das heißt, er kann auf sehr viele Sachen ein Veto einlegen. Dann kann er natürlich auch das ein oder andere dadurch natürlich verzögern. Der neue Präsident in Polen ist Karol Nawrocki, und ich muss auch sagen, dass ich wenig in den deutschen Medien geschaut habe, was die Menschen über Karol Nawrocki schreiben. Das hat folgenden Grund. Man muss sagen, dass deutsche Medien schon ein bisschen spezifisch sind, was das Thema Politik angeht, was auch Auslandspolitik angeht, also jetzt nicht nur polnische im Allgemeinen, weil die sind schon sehr stark in eine Richtung gelenkt, muss man sagen. In Polen ist das teilweise auch so. Also hier gibt es natürlich in Polen auch Medien, die hier gespalten sind. Man kann das ungefähr so sagen: Willst du rechte Medien haben, hast du einen Fernsehsender, der zeigt wirklich den ganzen Tag rechte Medien und rechte Berichte. Willst du linke Medien haben oder etwas über Linke hören, tolle Sachen über Linke hören, dann schaust du dir einfach die linken Medien an. Also das ist ja auch sehr stark gespalten. Mich würde es freuen, wenn es wirklich neutrale Medien gibt, die das wirklich ganz neutral berichten aus einem Punkt und dann auch wirklich sagen, wie es ist. Ne, das würde mich sehr freuen und ich denke, das würde auch einen Großteil der Menschen freuen, damit die sich auch eine eigene Meinung bilden können. Ja, und dann auch selber entscheiden, ist das jetzt gut, der neue Präsident in Polen, oder ist das schlecht, der neue Präsident in Polen. Fakt ist so, dass über 50% den Präsidenten gewählt haben und deswegen für den Großteil des Volkes ist das eine gute Entscheidung. Ich möchte ja aber auch über meine Erfahrungen berichten, die ich selber hier gemacht habe bei dieser ganzen Sache. Wie ich schon auch gerade erwähnt habe, möchte ich hier meine Erfahrung mitteilen zu diesem ganzen Thema Präsidentschaftswahl in Polen. Und ja, ich erzähle einfach mal, wie hier die Veranstaltungen abgelaufen sind von den ganzen Präsidenten. Und in Łódź war ich auf 4 Präsidentschaftsveranstaltungen, politische Veranstaltungen. Und ich sage jetzt nur mal so ganz grob, ich war auf Veranstaltungen von 2 mehr linken Politikern und von 2 rechten Politikern. Also ich habe einmal den Rafał Trzaskowski besucht, den werden hier wahrscheinlich die meisten kennen, weil er mit dem Karol Nawrocki in der zweiten Tour konkurriert hat und am Ende verloren hat. Und Trzaskowski führt eine mehr liberale linke Politik. Da war ich auch noch bei Adrian Sandberg auf der Veranstaltung, der eine linke Politik führt.
Dann war ich auch noch bei Sławomir Mencen auf der Veranstaltung, der schon eine sehr starke rechte konservative Politik führt. Sławomir Mencen ist in der Partei Konfederacja, die noch ein Stückchen weiter rechts orientiert ist wie die PiS. Und ich würde jetzt sagen, so ungefähr, um das gleichzusetzen mit einer deutschen Partei, kann man natürlich nicht 1:1 nehmen. Deswegen mir hier bitte auch nicht die Worte im Mund verdrehen. Aber so ungefähr, man könnte sagen, das ist so, die Konfederacja in Polen ist sowas wie die AfD in Deutschland. So ungefähr. Natürlich hat doch da hier jeder seine innenpolitische Interesse, das ist ganz klar, aber so in diese Richtung kann man das so sehen. Also war ich auch bei den Sławomir Mencen und ich war dann auch noch bei Grzegorz Braun, der noch weiter rechtsorientiert ist wie das Sławomir Mencen oder wie die ganze Partei Konfederacja. Der Grzegorz Braun, er war auch noch bis vor, ich weiß nicht, halbes Jahr, ein Jahr war er auch selber auch noch Mitglied bei der Konfederacja. Ja, ich würde sagen, so ein Dreivierteljahr ungefähr war er selber auch noch Mitglied bei der Konfederacja. Der ist aber rausgegangen aus persönlichen Gründen. Auch die Partei hat ihn nicht mehr zugesagt. Er hätte seine eigene Partei gegründet. Bei Sławomir Mencen hat die sogar die Möglichkeit, ihn in die Hand zu geben. Das hat nichts damit zu tun, irgendwie, dass ich ihn besonders mag und die anderen nicht. Es war dort einfach am besten organisiert, weil man muss sagen, dass hier die Veranstaltungen wirklich alle sehr positiv abgelaufen sind und hier muss ich wirklich ein ganz, ganz großes Lob auch ansprechen, wenn man das jetzt mal so mit deutschen politischen Veranstaltungen vergleicht, dann, wobei ich auch sagen muss, dass ich in Deutschland nie wirklich auf einer großen politischen Veranstaltung war, aber man kriegt das ja auch aus den Medien mit, dass man immer irgendwelche Gegendemonstranten hat, zum Beispiel wenn irgendwo eine AfD-Veranstaltung ist, dann hat man immer irgendwo auf der anderen Seite mehr so diese linke Anarchistenseite, ich nenne das jetzt einfach mal Anarchisten, weil das für mich vermummte Menschen sind, die anfangen dann Steine zu schmeißen oder so. Natürlich gibt es auch die ganz normalen linken Demonstranten, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber es herrscht immer Unruhe, auch wenn es irgendwo eine linke Veranstaltung gibt, dann hast du immer auch diese Rechten, die eine Gegendemo machen und das ist einfach unruhig. Und ich persönlich, das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, würde zum Beispiel in Deutschland auf so einer Veranstaltung, ich würde jetzt nicht sagen, nicht gehen, ja, aber ich würde zum Beispiel meine Familie nicht mitnehmen wollen, aus dem Grund, weil ich hier ein ganz großes Risiko sehe, dass irgendein Verrückter kommt, weiß nicht, mit dem Auto reinfährt, Steine schmeißt. Hier in Polen ist das wirklich so, man wird hier wirklich zu einer Informationsveranstaltung gerufen. Also du gehst da wirklich hin und du informierst dich über den Politiker, du informierst dich über sein Programm und du gehst nicht irgendwie in einen Kampf rein. Und das sieht dann auch so aus, man kriegt hier dann auch sowas wie so zum Beispiel Zeitungen, das ist jetzt hier von Adrian Sandberg oder hier auch so Flyer von den Sławomir Mencen. Überall gab es eigentlich immer irgendwie sowas wie so eine Zeitung mit gratis, bei jeder Veranstaltung von jedem Politiker eigentlich. Ne? Hier beim Trzaskowski hast du hier so eine Zeitung gekriegt, hier hast du eine von Grzegorz Braun zum Beispiel und dann kann man hier einfach so Sachen lesen, welche das Wahlprogramm beinhalten des jeweiligen Kandidaten. Und das war eigentlich, muss ich echt sagen, jede Veranstaltung, ob das jetzt mehr diese liberalen Linken oder diese konservativen rechten Veranstaltungen war, die waren alle sehr angenehm, muss man ganz klar sagen. Da waren interessante Momente bei, muss man sagen. Und wenn es jetzt um die Polizei geht, und das werden mir wahrscheinlich jetzt ganz wenig Leute glauben, zumindest aus Deutschland wahrscheinlich viele Leute nicht glauben, in Polen, die werden das wahrscheinlich kennen, weil die selber auf solchen Veranstaltungen hier auch gegangen sind. Aber es ist kaum Polizei da. Wirklich kaum Polizei, die da irgendwie Ordnung machen muss. Kaum Polizei, die einschreiten muss. Egal, ob du bei den sehr Linken warst oder bei den sehr Rechten. Bei Rafał Trzaskowski war ein bisschen mehr Polizei, muss man sagen. Vielleicht auch, weil das mit einer der größten Kandidaten war. Und ja, da mussten auch teilweise so Straßen abgesperrt werden, zumindest da, wo dann auch die Polizei ein bisschen agieren muss, einfach wie man dann langfahren soll. Ne? Aber selbst da, ich glaube, da habe ich 2 Streifenwagen gesehen, ich glaube mit 6 Polizisten. Und bei den ganzen anderen, da waren überall wirklich 2 bis 4 Polizisten. Die standen auch irgendwo wirklich ganz mehr oder weniger am Rand. Ihr werdet hier auch immer zwischendurch irgendwelche Filmchen sehen, wo ich dann immer so diese ganzen Sachen zeige. Und es war wirklich ganz angenehm, ganz ruhig. Da sieht man auch eigentlich, dass
sowas auch vernünftig ablaufen kann, ne? Dass hier sowas wie eine Präsidentschaftswahl oder auch wo die Parlamentschaftswahlen in Polen waren, da war das ähnlich, ne? Also das läuft ja alles sehr ruhig ab. Man braucht keine Angst haben. Ich könnte mir vorstellen, mit meiner Familie da ganz normal hinzugehen. Teilweise auf einigen Veranstaltungen, zum Beispiel bei Sławomir Mencen, konnte man sich da auch ganz normal eine Bratwurst kaufen, stehen, sich sein Programm anhören. Und das ist einfach etwas Schönes. Hier hat die Demokratie, zumindest meines Erachtens nach, auch noch einen gewissen Wert, weil du kannst dir deine eigene Meinung bilden, du kannst dir anhören, was die Leute zu sagen haben, und danach selbst entscheiden, wo du dein Kreuz machen möchtest, ohne irgendwo stark attackiert zu werden. In Deutschland sieht das, denke ich, alles ein bisschen anders aus, wie ich schon gerade gesagt habe. Eine Veranstaltung ohne Probleme zu kriegen ist, oder zumindest Probleme mitzukriegen, ist, ich würde jetzt mal sagen, kaum möglich, gerade wenn es um die mehr linken Parteien geht oder auch um die wirklich sehr rechten Parteien geht. Und ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich ein Interview gesehen habe mit den Sławomir Mencen, also der zur Konföderacja gehört, zur rechten konservativen Partei. Und da hat ihn dann der Redakteur gefragt, ob er irgendeinen Bodyguard hatte oder irgendwie so. Und der hat gesagt, nö, hat er ja nicht. Da wird sowas nicht gebraucht, weil es ist einfach in der Tat so, dass hier die Politiker nicht aufgrund ihrer politischen Richtung angegriffen werden. Also als ich selber auf den Veranstaltungen da war, ist es klar, da sind Menschen, da ist sein Stab, sagt man auf Deutsch Stab, ich glaube schon, ich bin mir jetzt nicht sicher, zumindest seine sage ich mal, Mitarbeiter, die das da schon so ein bisschen kontrolliert halten, dass nicht so viele Menschen nach vorne gehen und so, also diese ganz normale Koordination. Aber das sind jetzt wirklich keine Bodyguards, die irgendwie einen Politiker beschützen müssen, weil er sonst angegriffen wird. Und da sieht man einfach, dass hier in diesen Punkten die Welt komplett normal ist, ne? Und das ist eigentlich eine Sache, die ich mal so mitteilen wollte. Vielleicht auch die Information nach Deutschland raussenden wollte. Ich weiß, ich habe nicht so eine Reichweite, aber vielleicht auch einfach mal zeigen, dass sowas hier vernünftig ablaufen kann, ohne dass Menschen dabei verletzt werden. Jetzt verliere ich noch ein paar Worte zu Karol Nawrocki selber. In den deutschen Medien wird ja sehr viel darüber berichtet, dass das ganz schlimm für die polnische Demokratie ist. Wie gesagt, da hat man ja verschiedene Sachen gelesen und man muss sagen, Karol Nawrocki hat in der Tat eine negative Vergangenheit. Ja, und wenn man jetzt, sage ich mal, seinen Lebenslauf sich anschauen würde oder jemand sagen würde, so, ich habe jetzt hier den Lebenslauf von Karol Nawrocki, ist das wirklich nicht der ideale Präsidentschaftskandidat. Ne? Also man muss sagen, er war ein Hooligan, was das wahrscheinlich schon ausschließen würde. Aber man muss auch dazu sagen, es ist Jahre her, das ist nicht so, dass er noch vor 2 Jahren im Stadion war. Ich bin aber auch der Meinung, man soll dann auch in diesen Punkten vielleicht das Positive zeigen und sagen, ja, da ist jemand, er war in seinen jungen Jahren Hooligan, er hat aber sein Leben um 360 Grad gewendet und jetzt ist er auch, er hat auch einen Doktortitel, ne, in Geschichte meine ich, und jetzt ist er halt jemand mit einem Doktortitel. Er hat auch in sehr wichtigen Institutionen hier in Polen gearbeitet, wo er dann auch selber Präsident war in den Institutionen. Also man muss sagen, er ist jetzt nicht einfach irgendjemand, also der ist da schon eine Person gewesen, aber von Politik hat er einfach nicht wirklich sehr viel Ahnung gehabt. Und hier kann man auch einfach das Beispiel nehmen, dass Menschen um wirklich 360 Grad ihr Leben ändern können. Und man muss ja auch wirklich zugeben, bevor die deutschen Medien anfangen, ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, polnische Politiker auf deren Vergangenheit anzusprechen, sollten deutsche Medien vielleicht deutsche Politiker mehr auf deren Vergangenheit ansprechen. Ich denke, das wäre viel, viel sinnvoller, ne? Weil da kann man auch das ein oder andere lesen. Was jetzt die Demokratie hier angeht und so weiter, was auch berichtet wird, das wird schlimm für die Europäische Union, für die polnische Regierung und so weiter. Ich will euch hier einfach mal so ein kleines Beispiel geben. Der Andrzej Duda, der davor regiert hat, zwei Kadenzen, das heißt 10 Jahre, wurde ja gefördert von der rechten konservativen Partei, die PiS. Das ist ja auch gar kein Geheimnis. Er war sogar früher PiS-Mitglied, der Andrzej Duda, ist aber aufgrund der Präsidentschaftswahlen aus der PiS ausgetreten und war dann im Prinzip parteiloser
Präsidentschaftskandidat. Bei Karol Nawrocki sieht das ähnlich aus, nur dass hier der Unterschied ist, dass er nicht vorher PiS-Mitglied war, aber er wurde offiziell von der PiS gefördert. Das stand auch teilweise auf seinen Plakaten drauf, ne? Karol Nawrocki, Präsidentschaftskandidat 2025. Gefördert von der PiS einfach. Ne? Und das wurde hier auch so berichtet, da wurde auch überhaupt gar kein Geheimnis dazu gemacht. Ich versuche euch das jetzt einfach mal so zu erklären, jetzt für die deutschen Zuschauer, die vielleicht wenig Ahnung von polnischer Politik haben, die jetzt Sorge haben, dass in Polen die Demokratie zusammenbricht oder ich weiß nicht was oder teilweise Probleme jetzt mit der Europäischen Union gibt oder keine Ahnung, also da liest man ja wirklich jeglichen Blödsinn, wirklich meiner Meinung nach Blödsinn. Und wir haben hier in Polen seit gut 1,5 Jahren eine liberale, linke Partei, die regiert. Das ist die Bürgerkoalition, die PO oder die halt in Koalition, die KPO, hat sie sich hier hinterher genannt oder wie auch immer. Und auf jeden Fall ist das ja die Partei, wo der Tusk jetzt Premierminister ist und auch Parteichef ist. Ja? Und das ist im Prinzip der komplette Gegenpol eigentlich von dem, was die PiS ist. Und wie schon gerade erwähnt, ist der Andrzej Duda ja mehr auf Seite der PiS, also er ist auch rechtskonservativ. Ich stelle euch jetzt mal eine Frage und ihr könnt dann sehr gerne mal das Video pausieren und mir dann mal die Antwort in den Kommentaren hinterlassen. Und eure Antwort würde mich da wirklich sehr interessieren. Und zwar seit Donald Tusk regiert, wurden ungefähr so circa, ich glaube, 176 Gesetze entworfen bzw. dem Andrzej Duda vorgelegt. Und wie ich schon gerade auch erwähnt habe, ist die größte Macht des Präsidenten, ein Veto auf eine Gesetzesänderung zu geben. Und jetzt könnt ihr mir mal bitte in den Kommentaren hinterlassen, wie viele von den 176 Gesetze, also die von Tusk, der linksliberalen Partei, kommen, abgeblockt wurden von dem Andrzej Duda, von dem rechten konservativen Präsidenten. Also ihr könnt mir das mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Die Antwort wird euch wahrscheinlich ein bisschen überraschen, vielleicht auch teilweise schockieren, aber es sind ganze 6 Gesetze blockiert worden von Andrzej Duda. Also 170 Gesetze sind durchgegangen und 6 Gesetze wurden blockiert. Ich vermute auch, das ist mit einer der Gründe, warum auch der Rafał Trzaskowski verloren hat. Und ich gehe jetzt ein bisschen tiefer darauf ein, warum ich das so denke. Tusk hat damals zu seinen Wahlen zum Premierminister sehr viele Versprechen gegeben. Er hatte auch so ein Programm, 100 Versprechen in 100 Tagen einzulösen. Und natürlich wurde hier auch dann fälschlicherweise Andrzej Duda kritisiert, weil er ja angeblich sehr viele Gesetze blockiert. Tusk konnte dadurch sein Versprechen nicht einlösen, die 100 Gesetze einfach durchzubringen, die er eigentlich realisieren wollte in den ersten 100 Tagen. Rafał Trzaskowski hat selber auch stellenweise zugegeben, dass die jetzige Regierung, wo er auch selber mit drin in der Partei drin ist, das muss man auch ganz klar sagen, nicht so funktioniert, wie sie hätten eigentlich funktionieren sollen. Man merkt einfach, dass die Leute mit der jetzigen Regierung unzufrieden sind. Man merkt das einfach, dass die unzufrieden sind, sonst hätte der Rafał Trzaskowski klarer gewonnen. Man muss auch sagen, dass vor 5 Jahren, als er angetreten ist zur Präsidentschaftswahl, hat er sogar mehr Prozent wie jetzt. Der war jetzt in der ersten Tour bei knapp 30%, vor 5 Jahren hat er ungefähr 35%. Man sieht einfach, das Vertrauen der Bürger geht einfach weg. Die suchen sich andere Kandidaten, die suchen sich andere Parteien, wo Versprechen vielleicht mehr eingehalten werden. So, und hier vielleicht jetzt auch nochmal darauf einzugehen, dass jetzt hier die Leute vielleicht oder die Medien gerade jetzt schreiben, jetzt wird es problematisch, jetzt wird die Zusammenarbeit nicht mehr gut funktionieren mit der Europäischen Union und so weiter und so fort. Also um das jetzt alles mal abzukürzen, Karol Nawrocki kommt im Prinzip aus dem gleichen Lager wie der Andrzej Duda. Natürlich wissen wir nicht, wie Karol Nawrocki regieren wird. Das wird sich jetzt erstmal in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahre zeigen, ob er genauso funktionieren wird oder ob er da vielleicht ein bisschen anders agieren wird. Wir dürfen auf jeden Fall alle gespannt sein, denn es wird sehr, 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 sehr
spannend alles zu diesem Thema. Ich denke, das ist auch alles, was ich so zu diesem Thema sagen kann. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es mir mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bitte schenkt mir keine Links von deutschen Medien, die darüber berichten und sowas in der Art wie, ja, schau dir das mal an, hast du das schon darüber gewusst oder was weiß ich nicht was. Wenn es um polnische Politik geht, gucke ich mir schon eigentlich mehr polnische Medien an, denn ich denke, ich kann auch mit meinem eigenen gesunden Menschenverstand selber danach entscheiden, okay, was ist jetzt wirklich Propaganda, was ist jetzt irgendwie vielleicht ausgedacht. Und man muss einfach sagen, dass die deutschen Medien, der Großteil zumindest der deutschen Medien, einfach sehr viel erzählen, was nicht ganz korrekt und nicht ganz der Wahrheit entspricht. Wie gesagt, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich habe Instagram, da könnt ihr mich über Instagram anschreiben. Natürlich könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, das würde mich selbstverständlich sehr, sehr freuen. Da kriegt ihr auch ein paar private Eindrücke von mir, weil ich hier und da auch mal das ein oder andere aus meinem privaten Leben da mal hochlade. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Das unterstützt mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!